Ich furze nicht einfach vor wildfremden Leuten. Es ist mir unangenehm. Entschuldigung, dass ich nicht du bin. So, Toiletten. The toilet. Ja. Ubiquitous for all people who can afford to watch a video like this one in their free time. Taken as value, they seem simple, maybe even boring. But you couldn't be more wrong. Toilets. Did you notice if you traveled around the world, how different they are? Ja, wirklich so. Die besten Toiletten, ich bring's auf den Punkt, die besten Toiletten sind japanische Toiletten. Da gibt's so viele Variationen von dem Popo-Sprühstrahl, der dich halt, wo du kein Papier mehr brauchst, der dich halt mit Wasser sauber macht. Bei den Damen auch andere Dingens. Aber ich mache kurz deutschen Untertitel. Warte mal, hier. Englisch, Deutsch, Deutschland oder Deutsch? Ich mach Deutsch. In Japan gibt es auch Toiletten, die machen, wenn du möchtest, auf Knopfdruck, machen die so Geräusche, so Waldgeräusche oder sonst irgendwelche Geräusche, damit man dich nicht pinkeln hört. Damit du diskret pinkeln kannst und vielleicht auch mal beim Pinkeln, du weißt, ja, mal einen diskreten Luftstoß absetzen. Denn wie das immer so ist, du gehst ins Klo, ja, bist ganz vorsichtig, entweder am Pissoir oder auf dem Klosett, ja, setzt dich hin, es ist leer, es ist einfach niemand da und dann setzt du dich hin und pinkelst einfach und sobald du merkst, beim Pinkeln löst sich was, und sobald du das gemacht hast, hörst du irgendwie einen Klappern mit dem Gürtel. Erst da stellst du fest, dass du nicht alleine bist, immer. Und du kannst auch vorher fragen, ist jemand hier? Nichts. Immer. Ist immer so. Oder meistens, wenn du wirklich dringend furzen musst und deswegen aufs Klo gehst, ja, und sagst, ich muss mal aufs Klo, ich muss pinkeln, ja, weil du dringend furzen musst und da ist es gerade nicht angebracht. Wenn du dann ins Klo gehst, dann ist da immer jemand. Und wäscht sich vielleicht gerade die Hände und du wartest noch und wartest noch ab, bis die Person und dann kommt der Nächste rein. Und dann geht's nicht. Und dann musst du rausgehen und im Gehen versuchen, einen möglichst diskreten abzusetzen, bevor du am Ziel bist und hoffst, dass er nicht mitkommt. So, genug jetzt darüber. Wir gehen nochmal rein. Wie verklemmt kann man sein? Ja, so ist es eben. Ich furze nicht einfach vor wildfremden Leuten. Es ist mir unangenehm. Entschuldigung, dass ich nicht du bin. Oder dass ich nicht deine Weltansicht teile. Nicht alle Leute furzen voreinander. Tiger Baku, aber wenn du gerne vor anderen Leuten rumfurzt, bist du herzlich eingeladen, aber bitte nicht hier. Gerne anderswo. So, ich meine nicht auf dem Channel, sondern ich meine hier nicht zu Hause bei mir. Ich will auch keine random Gäste haben, ja. Beim EOS-Andy wäre mir sogar noch egal, aber wenn hier random Gäste reinkommen, die einfach so fände ich unangenehm. Oder wenn ich random Gäste hier, aber die jetzt erstmal hier sind und dann, ja, komm rein. Muss einfach nicht sein. Im M&M-Laden war das ein Notfall und ich habe vorher den Gang evakuiert. Da war ja nur Pan. Und dann bin ich auch sehr schnell rausgegangen. Das war aus Anstand. Ich bin dann sehr schnell rausgegangen. Aber das war ein Notfall, das war einfach dieser Geruch, da war einem übel und das hat sich so hat sich dann direkt auf meinen Körper ausgewirkt. So. Jetzt aber, jetzt gehen wir rein, ja? So. Did you notice if you traveled around the world, ja, das stimmt. how different they are? Ja. And the differences in toilets reveal profound differences in culture. Europe and America are not the same. And neither are their toilets. Humans consume food in order to collect nutrients, vital substances necessary for the human's ability. Ich bin ganz ehrlich, ich esse oft nicht aus Notwendigkeit, sondern aus Leidenschaft. To survive, grow, and reproduce. But humans do not absorb all their food, so waste they produce. As a solution, humans have made hardware that can dispose of waste more efficiently than themselves. And like a lot of technology, we produce different answers for the same problem. The solution for many Americans and Europeans is the flush toilet. An advanced machine commands water to direct waste towards a desired end, usually made up of a strong ceramic bowl. The principles behind all flush toilets, simple, but the differences between them, profound. In mainland Europe, the washdown toilet is more common, clearly taking inspiration from the older pole chain toilet. Although it was invented in England, it is often referred to as the French model because it became widely adopted there. Clean water from the tank pours directly into the bowl, pushing waste out.
But in the US and the United Kingdom, you'll find the siphonic toilet. An S-shaped trapway creates a siphon that produces a vacuum which pulls waste out. American toilets literally suck. Reflecting American per capita water use, American siphonic toilets use more water than European wash-down toilets. Okay. The vacuum mechanism requires a constant, minimal level of water. But since the European wash-down toilet doesn't use a vacuum, it doesn't require a minimal level of water. This allows Europeans to equip their toilets with a dual flush, one integrated system for lighter loads and the other for heavier. The siphon mechanism also creates a higher tendency to clog. Ja, ich weiß. Mir kommen gerade wieder Bilder von einem Koi-Teich in den Kopf. Und sehr unangenehmen Diskussionen mit einem Hotelmitarbeiter. Das ist mir so noch nie passiert. Aber das Klo war vorher schon verstopft. Es war bereits verstopft und ich wusste es nicht. Und ich habe dann mehrere Wochen amerikanisches Essen auf einmal abgeladen, als ich endlich konnte. Und das war keine gute Mischung. Das war keine gesunde Kombo. Ja. Also, ja, das war 2 Meter Bratwurst. So, weiter geht's. An S-shaped trapway is harder to maneuver than an R-shaped one. But have no fear, because the flushing power of a siphonic toilet can be increased by engineering a compression tank into the ceramic frame. Institutions that run into a much higher risk for clogs need a clog-free guaranteed flush. Now, some may think that a pressure tank is a bit overkill, because it kind of is, especially considering a clog-free alternative already existing in the European wash-down toilet. But the wash-down toilet isn't perfect. Reflecting European pretentiousness and the love for the smell of their own excrement, wash-down toilets have a tendency to produce a worse odor. The siphonic toilet's additional water use means waste is practically always covered, insulated from unpleasant smells. It also self-cleans better during every flush. But the wash-down toilet becomes even more controversial when you're willing to venture. Also habe ich das gerade richtig verstanden, dass unsere europäischen Toiletten mehr Gestank produzieren? Ich möchte mal ganz kurz festhalten, ja? Den Gestank produzieren wir selber und wir sind stolz darauf. Der kommt nicht vom Klo, der kommt von uns. Haben wir gemacht. Ja? Das gibt's nur einmal. Und auch die ganzen Ausreden, warum auf jeden Fall niemand jetzt ins Bad gehen sollte. Ja. Das kommt nicht von ungefähr. Da haben wir lange dran gearbeitet, dass das so klappt. The washdown toilet made in Germany. More controversial when you're willing to venture into some old Dutch and German homes. There, you can still sometimes have the honor of sitting on the wash-out toilet, a different iteration of the wash-down toilet. An inspection shelf has been placed into the toilet frame. The German toilets, the old type, now they are disappearing, but you still find them. It's the opposite. The hole is in front. Die habe ich immer gehasst. Die habe ich immer gehasst, weil vor allen Dingen, wenn du auch mal, nicht wenn du groß musst, sondern wenn du groß musst. Und du weißt, Junge, das wird, Sägewerk. Ich hatte immer Angst und dann noch abwischen, nee. Und dann sitzt du da mit deinen 2000 Kudiks, ja, und willst du noch das ist das ist nicht gut, das ist alles nicht gut. Zwischenspülung hilft, aber dann musst du halt zweimal spülen, ist auch kacke, also ist auch nicht gut. Ich habe die immer gehasst. Manche Leute mögen die, weil die einfach gerne, die schauen gerne nochmal so. Meine Lieblingstoiletten, was? Ich habe einen Präsentierteller und das ist wichtig? Alter Jess, was ist denn los mit dir? Machst du auch noch so Kunstkringel? Indem du den Po leicht rotieren lässt, damit es so ein bisschen aussieht wie ein Softeis oder was? Was ist denn? Ich habe einfach keine Worte. Nein. Einfach nein. France, the whole of the toilet bowl is in the back. Anglo-Saxon world, United States, you get,
the toilet bowl which is full of water so that... According to Zizek, Hegel was one of the first to introduce the idea of a European trinity, embodied by German reflective thoroughness, French revolutionary hastiness, and English moderate pragmatism. And my God, it did strike me, isn't this the key? In France, revolutionary approach. Hole for the sheet in the back, it should quickly be liquidated, like a kind of a guillotine. Anglo-Saxon, pragmatic, let it float, let's be rational. German, metaphysics and poetry. You observe it, you think, and so on. But it goes even deeper. In 2016, the United Kingdom voted to leave the European Union, a nation's controversial decision to move closer to the Anglosphere. But Brexit was a surprise to no one who understood bathrooms. Deswegen also, ich verstehe. Although France and Germany may sometimes have different toilets, they can both be found in the same European stalls. The UK, on the other hand, has always served in a precarious position, divided between both America and Europe. It shares a toilet with the US, but no matter how hard they try to avoid it, British toilets are still found in European stalls. The standard American partition has around 30 centimeters of space between stall and ground. But the European partition, actually called the European-style partition by American partition companies, usually reaches the floor. This is weird, because there's a pretty lasting stereotype that Americans are more prudish than the average European. If you're less comfortable with being naked, the more private the stall, obviously, the better. So there had to be a deeper reason. According to one of the largest bathroom partition and restroom stall distributors in the United States, American stalls have always had a gap at the bottom and the top, meaning you can see someone's feet when a stall is occupied. This is a big issue for Europeans because they're used to enclosed stalls. At first glance, this may appear like a complete win for the European stall, but there's a reason why American stalls have this gap installed. Fucking bad writing. The company goes on to explain that the stalls are primarily designed for emergency service workers to access. Das ist aber kein Notdienstmitarbeiter. Das ist kein Notdienstmitarbeiter. Der kommt da jeden Tag hin und legt sich da vorne hin. Der trägt nur die Jacke. Aber der... Cubicles when someone is distressed. But this problem can easily be solved by the European-style partition by having master keys and even slight gaps. Surely there must be another reason why the American-style partition is so popular and widespread. So we dug even deeper. The American stall encourages people to do their business and avoid hanging around, which can benefit employers looking to enhance workers' productivity. Um meine Mitarbeiter zu motivieren, soll ich auf dem Klo weniger Privatsphäre geben? Ja, das klingt wirklich sehr amerikanisch. Also dann ist schon, da ist aber schon, was soll ich sagen? Da habe ich auch dann keine Worte mehr. And that's the answer. Americans log some of the longest work hours among industrialized nations. Ich verstehe bei McDonald's, ne, wenn da auch viele Leute auf einer Straße reingehen und sich da hinsetzen und so. Und McDonald's ist ein Fastfood-Restaurant, außer in Frankreich, wie wir gelernt haben. Normalerweise wollen sie die Leute ja möglichst schnell wieder rauskehren. Du sollst fressen und dich verpissen. Das ist die McDonald's-Philosophie. Und dann, da würde ich beim Klo halt verstehen, dass Leute sich da nicht unnötig lang aufhalten sollen. Weil das halt relativ unangenehm ist, da zu sitzen, wenn ständig der Typ vom Notdienst immer kommt und zuschaut. Das verstehe ich schon. The answer. Americans log some of the longest work hours among industrialized nations, especially when compared with Europeans. The bathrooms are not designed to maximize the most convenient, pleasant bathroom experience, but to maximize raw output. America and Europe are not the same, and neither are their toilets. Na gut, das sind jetzt aber nicht so viele Unterschiede, wie ich vermutet, aber die könnten doch eigentlich, um die Effizienz zu erhöhen von Toilettengängen, könnten die doch einfach, wie hieß der Typ nochmal? Marquis de Sade. Da könnten die doch die Klobrille einfach mit so Spikes machen. Oder so ein paar verschiedene Spikes. Wie bei diesen obdachlosen Design für Innenstädte und so, ne? Wenn da so Nägel rausgucken. Warum nicht einfach das? Dann würden die Leute effektiv weniger auf dem Klo sitzen. Ja, oder einfach das Klo verbieten. Ja, einfach Klo verbieten während der Arbeitszeit, das geht auch.